Die ersten botanischen Gärten wurden im 14. bis 16. Jahrhundert an den Universitäten in Norditalien angelegt. Botanik war damals ein Teilgebiet der Medizin und Hauptzweck der Gärten bestand in der Anzucht von Arzneipflanzen für den medizinischen Unterricht. Später, in der Kolonialzeit, brachten Entdeckungsreisende immer neue, unbekannte Pflanzen nach Europa und der Schwerpunkt der botanischen Gärten wandte sich der Kultur und Erforschung dieser Exoten zu. So entstand auch das Bedürfnis, diese Pflanzen dauerhaft zu archivieren, und viele Gärten legten sich sogenannte Herbarien, Sammlungen gepresster und getrockneter Pflanzen zu. Auch heute noch sind Herbarien ein wichtiger Sammlungsbestandteil eines botanischen Gartens, so auch die Herbarsammlung der Universität Zürich, die beständig erweitert wird. Mein Name ist Dirk Kager, ich bin Doktorand hier am Institut für systematische Botanik der Universität Zürich. Ich beschäftige mich mit tropischen Farnen in der Inselwelt Südostasiens und versuche herauszufinden, warum es auf einigen Inseln eine hohe Vielfalt an Farnen gibt und auf einigen eine sehr geringe. Grundlage dafür bilden Herbarium, so wie dieses hier. Hier lagern ca. 3 Millionen Pflanzenbelege aus der ganzen Welt, unter anderem aus Südostasien. Und ich versuche nun in den Forschungsreisen, die für die nächsten 2 Jahre geplant sind, mehr Belege zu sammeln und eventuell auch neue Pflanzen zu finden, neue Arten zu entdecken, die bisher vollkommen unbekannt für die Wissenschaft sind. Wie aber kommen botanische Gärten neben den Herbarbelegen zu ihren lebenden Pflanzen? Meist geschieht dies durch Austausch zwischen den Gärten. Dies führt aber letztlich dazu, dass alle Gärten das gleiche Sortiment haben. Da zudem über die Hälfte aller Pflanzenarten noch in keinem Garten vertreten sind, planen an der Universität Zürich das Institut und der Botanische Garten eine gemeinsame Expedition nach Südostasien. Mein Name ist René Stalder. Ich arbeite seit 10 Jahren hier im Botanischen Garten. Ich habe hier das Subtropenhaus und das dazugehörige Anzuchtsgewächshaus, das ich betreue. Ich freue mich einfach, einen neuen Lebensraum kennenzulernen in Asien. Asien ist das erste Mal, als ich das bereise. Und vor allem auch, dass wir dort Berg- und Regenwälder kennenlernen. Dann gibt es eine Pflanze, die Mesipteris heisst. Das ist ein farnartiges Pflänzchen, das wir eigentlich gerne hätten im Botanischen Garten. Aber es wächst in Symbiose mit einem Pilz. Das macht Kultur in Europa oder im Gewächshaus allgemein relativ schwierig, weil wenn der Pilz natürlich nicht mitkommt mit dem Pflänzchen, dann kann man die Pflanze kaum kultivieren. Aber das wäre eine Herausforderung, das so zu machen, dass wir das schaffen. Ja. Die anstehende Sammlungsreise führt Dirk Karger und René Stalder in die Inselwelt Südostasiens. Beide hoffen in den tropischen Regenwäldern sowohl fürs Herbarium wie für die Lebenssammlung seltene Pflanzen zu finden. Das Basiscamp ist bezogen und die letzten Vorbereitungen für die anstehenden Feldarbeiten sind getätigt. Die erste Nacht im Regenwald bricht an. Am nächsten Morgen beginnen die Erkundungstouren auf der Suche nach Pflanzen, die fürs Herbar und die Lebenssammlung geeignet sind.
Ich bin einfach überrascht ab der Vielfalt von Farnen, was da alles wächst. Auf kleinsten Flächen findet man da, ja, in jedem Schritt findet man wieder etwas Neues, was man vorher noch nie gesehen hat. Und was es natürlich auch gerade haben für den botanischen Garten. Spannend ist so einen Wald oder so einen Lebensraum von näherem kennenzulernen. Also man kann, ich denke, ziemlich viel ableiten für die Kultur von Pflanzen, wo man, gerade von denen, die man jetzt sammelt oder von denen, die man auch schon daheim hat. Im botanischen Garten. Also man sieht einiges, man lernt einiges, man fühlt, wie die Pflanzen leben, rein vom Klima her. Also wenn man einen Film sieht, dann kommt man das alles nicht mit über. Und jetzt steht man mit drin, man sieht, wie feucht das der Boden ist, wie man sieht den Nebel und kann das halt ein bisschen adaptieren, denke ich, und mitnehmen auch für die Weiterkultur von Pflanzen im botanischen Garten. Das ist das primitive, farnartige Teil, das die Mesipteris heisst, wo auf Baumfarnstämmen wächst. Und das ist zufällig gerade ein Baumfarn und da passt das alles zusammen. Und wahrscheinlich müssen wir es dann so ein Stück mit dem Baumfarn wegschneiden. Das fehlt uns noch im botanischen Garten. Zurück im Basiscamp werden die gesammelten Pflanzen verpackt und beschriftet, damit sie später mit den nötigen Papieren ausgeführt werden können. Der war ja einmal Farbe sammeln. Ja, das wäre natürlich der Hammer, so etwas. Ne? Da wären Bambuse, die es bringen würden. Diese epiphytischen auch, diese großen, ne? Verzweigten epiphytischen, die sind total super. Auch für die Sammlung von Farnen für das Herbarium laufen die Vorbereitungen. Genau definierte Zonen werden ausgemessen und abgesteckt. Was wir jetzt hier zurzeit machen, ist mit Studenten Vegetationsaufnahmen zu machen, wo wir standardisiert erfassen, welche Farne, das ist die Gruppe, mit der wir primär arbeiten, vorkommen. Wir haben Plots, Versuchsflächen von 20 x 20 Meter, in denen wir rumlaufen und alle Farnarten suchen und danach schreiben wir auf, ob sie am Boden wuchsen oder irgendwo oben in den Bäumen, wie viele Individuen es waren, ob sie fertil oder steril waren. Und wir legen Reihen von Plots an. Das hier ist jetzt der erste, den wir heute machen, und wenn alles gut geht, werden wir im Laufe des Tages 8 Plots einen an dem anderen in die Richtung legen, so dass wir gucken können, welche Arten häufiger sind, welche weiter verbreitet sind und so weiter. Victoria Broad. Lenio Belt. Ist noch ein dritter. Aus Lenio Belt. Very small. Insgesamt haben wir mittlerweile über 3000 solcher Plots weltweit, sodass wir weltweit vergleichen können, wie viele Farnarten kommen vor. Wir können verstehen, warum die dort vorkommen, und wir können eben auch sagen, diese Gebiete sind ganz besonders wichtig für den Schutz von Farnarten. Or serrate hymenophyllum. All I saw were fertile, and I saw about 10 in zone 1 and 10 in zone 2.
Im Lager wird am Abend jeder einzelne gesammelte Farn bestimmt und in Zeitungspapier verpackt. Eine Arbeit, die sich bis tief in die Nacht ziehen kann. Was ist das? Lazio. Nach Wochen intensiver Feldarbeit sind die gesammelten Lebendpflanzen und Herbarbelege verpackt und bereit für die Reise nach Zürich. Zurück im Herbar des Botanischen Gartens der Universität Zürich werden die gesammelten Farne von Dirk Karger im Detail bestimmt, was im Feld so nicht möglich war. Im Rahmen der zweijährigen Feldarbeit haben wir über 2500 Farne gesammelt. Am tollsten finde ich natürlich, dass einige neue Arten dabei sind, die vorher vollkommen unbekannt waren für die Wissenschaft. Und ich gehe auch davon aus, dass in den Stapeln hinter mir noch mindestens ein Dutzend neuer Arten vorhanden sind. Gepresst und aufgezogen auf säurefreies Papier gelangen die neuen Farne in die Herbarsammlung. Indessen kümmert sich der Gärtner René Stalder um die Integration der Lebendpflanzen in die Sammlung. Nach tagelangem Transport müssen die Pflanzen so schnell wie möglich eingetopft und ins Gewächshaus gebracht werden. Wir haben hier im Botanischen Garten probiert, die gesammelten Pflanzen anzukultivieren. Leider hat nicht ganz alles funktioniert. Der Messipteris ist leider nicht angewachsen, was wir fast vermutet haben, weil man weiß, dass das eine relativ heikle Pflanze ist. Dafür sind andere Pflanzen sehr schön gekommen, wie zum Beispiel der kleine Farn da. Eine Pflanze, die wahrscheinlich noch nicht in Kultur bekannt ist, aber trotzdem sehr gut wächst hier bei uns in Zürich. Oder der schöne Farn, der schon richtig kräftige Rhizome macht jetzt. Sammlungsreisen wie diese in den asiatischen Raum ermöglichen es einem botanischen Garten, das Herbarium und die Pflanzenvielfalt in der hauseigenen Lebenssammlung aufzufrischen und zu erweitern und damit einen kleinen Teil zur Bestandeserhaltung beizutragen.